Die Unkrautbekämpfung im Kräuteranbau ist besonders anspruchsvoll. Es handelt sich meistens um mehrjährige Kulturen und die Anforderungen an eine saubere Ernte sind sehr hoch. In diesem Video möchten wir euch zeigen ein paar Techniken, die die Handarbeit reduzieren können. Wir haben hier ein Heckabbau-Hackgerät. Das ist ursprünglich ein Garrett Econet mit Fibroscharen. Und wir haben es dann noch zusätzlich gerüstet mit Torsionshacken für die Dreie zu hacken und einem feinen Strick für die angelösten Pflanzen noch auszureissen. Wir können mit verschiedenen Modus fahren. Der einfachste ist, dass hinten jemand drauf hockt, so wie man es eigentlich kennt. Und dann kann er elektrohydraulisch den Verschieberrahmen hier bedienen, der dann die Seitwärtskorrektur auslöst. Jetzt im Moment ist es so angebaut, dass ich es vom Traktor aus in der Armlehne steuern kann und über eine Kamera, die auf die mittlere Reihe schaut, kann verstellen. Und dann gäbe es dann noch die dritte Variante mit einem GPS-Empfänger, der dann automatisch nach Spurkorrektur lenken würde. Wir haben noch verschiedene Werkzeuge. Das hier, die jetzt montiert sind, sind Hartox-Zinken, eigentlich flache, nicht Gänsefuß. Also sie schneiden eigentlich flach, aber auch nicht härten. Das ist ein Vorteil, dass die kleinen Pflanzen weniger verschüttet werden. Bei den frisch gesetzten Kulturen haben wir Winkelmesser, wo wir dann immer bei dieser Reihe, wo bei den Pflanzen sind, abschälen, dass es den Herd von den Pflanzen wegmacht. Anstatt der Striegel hier können wir Fingerhacken montieren für die kleinen Kulturen mit unterschiedlichen Durchmessern. Zusätzlich können wir auch, wenn wir gehackt haben, wir dann häufig auch noch mit dem Einpackstriegel nachstriegeln, für die angelösten Unkräuter noch auszureissen. Vielleicht noch vor dem Traktor können wir mit dem Düngerseiskasten vom Einpackstriegel noch Dünger überdrehen und dann hinten einhacken. Am besten funktioniert es eigentlich jetzt auch in unserem Fall, wenn es geregnet hat, so 5 mm, höchstens 10 mm, dann 24 Stunden später. Also wenn die Oberfläche abgetrocknet ist, aber unten noch genug Feuchtigkeit ist, durch das, dass wir halt jetzt in den Fahrgassenbahnen mit dem Striegel zusammen 5 Werkzeuge haben wir irgendwann das Problem, dass wir nicht mehr genug Druck herbringen, dass die Werkzeuge nicht einziehen. Das ist eigentlich eine Herausforderung. Von den Durchgängen her, so als Grundsatz sind alle 4 Wochen. Ja. Alle 3 bis 4 Wochen und dann nach dem Hacken ein Handarbeitsdurchgang. Der Grund, weshalb wir uns für die Technik entschieden haben, ist, wir haben nicht so viel Personal. Und darum habe ich mich eigentlich für die Technik entschieden, dass ich ein bisschen unabhängiger bin und das, was geht, was im Leben ist und die Kultur, die nicht so heikel ist, dass ich dort selbstständig hacken kann. Im Moment sagen wir etwa so bis 15% Hangneigung. Können wir sehr nah dran und als es dann stotziger wird es schwierig, weil wir immer tendenziell zu spät sind mit Verschieben. Dann muss man dann weiter fortstellen von der Pflanze und dann verwünscht man viel weniger Unkraut. Das ist ein Trimble GPS, das Lenksystem des Traktors. Das ist ein Nachbausatz, weil es für die kleinen PS-Stufen das Original nicht gibt. Der Neupreis wäre 26'500 Schweizer Franken und ich habe ein Occasion verwünscht, das mich mit Montieren 13'000 Franken gekostet. Die Antenne, die man hinten drauf sieht, und das ISO-Bus-System, das es braucht für die automatische Gerätelenkung, das ist noch in der Entwicklung. Hier ist der Preis, das wissen wir noch nicht genau, wo wir dort herkommen.